Und bei mir im Studio ist unser Leiter Wirtschaft von Welt TV, Dietmar Deffner. Guten Morgen, Dietmar. Gestern also Panic Monday, heute Turnaround Tuesday vielleicht. Also wie schätzt du das ein? Warum gehen die Märkte nicht weiter runter, sondern ein bisschen rauf? Wir haben es ja auch in Asien gesehen, dieses Phänomen. Ja, in der Tat. Ein Klassiker, dieses Phänomen, nachdem wir ja letzte Woche schon diese Panik am Donnerstag und Freitag gesehen haben. Und das setzt sich dann häufig eben am Montag fort, an einem sogenannten Panic Monday, wenn die Leute übers Wochenende nochmal Gedanken sich machen und Zeitung lesen und dann einfach am Montagmorgen zur Handelseröffnung nichts wie raus wollen. Das haben wir ja gestern Morgen gesehen. Der DAX mit minus 10% gestern eingebrochen. Rheinmetall mit minus 27% gestern in den Handel gestartet, obwohl sie mit den Zöllen gar nichts zu tun haben. Und heute sehen wir wirklich da eine leichte Erholung, eine leichte Gegenbewegung, nachdem vor allem auch die Wall Street ja gestern Abend schon im Handelsverlauf dann sich deutlich erholt hat von den Tiefskursen. Aber es bleibt natürlich diese volatile Achterbahnfahrt, die wir gestern gesehen haben. Und da zeigt sich, jedes kleinste Gerücht kann einfach die Kurse dann in die Gegenrichtung drehen. Und dann hatten wir ja gestern eben diesen Tag, wo die Wall Street und auch der DAX plötzlich ins Plus schossen aufgrund eines Gerüchtes, nur wegen dieser 90-Tage-Frist, an die Trump denkt. Da wurde wieder dementiert, dann ging es wieder runter auf dieser Achterbahnfahrt. Also ist ein wilder Ritt und wir sind jetzt auch schon wieder unter der Marke von 20.000 Punkten, nur noch 0,7% im Plus. Wir sind mit 1,2% gestartet, also schnell schmelzen also diese Gewinne auch dahin. Man kann momentan noch nicht mal für 10 Minuten eine Prognose machen, geschweige denn für einen Handelstag oder für längerfristige Zeitrahmen. Aber welche Rolle spielt denn auch dieses Ultimatum von Donald Trump? Ist ja High Noon in den Vereinigten Staaten, also 12 Uhr Zeit Washington DC, 18 Uhr unsere Zeit, da ist der DAX nicht mehr im Handel. Also kann man tatsächlich da heute davon ausgehen, dass es vielleicht ein bisschen ruhiger wird? Oder ist das jetzt alles wirklich die Glaskugel? Man kann sich einfach auf nichts verlassen? Ja, Glaskugel ist der richtige Begriff, weil man kann in diesen Kopf Donald Trumps einfach nicht reingucken. Der sagt ja heute so und dann morgen so. Und man weiß einfach, er kann keine Strategie erkennen. Was will er denn wirklich mit diesem Zollhammer bezwecken? Will er wirklich, dass alle T-Shirts und Turnschuhe aus Vietnam künftig in den USA von Amerikanern genäht werden? Dann wären sie auf jeden Fall unbezahlbar. Was ist die Strategie dahinter? Was heute geholfen hat, dass er gegenüber Japan ja schon mal gewisse Gesprächsbereitschaft, Handlungsbereitschaft gezeigt hat. Da ist Japan jetzt gleich mal 6% ins Plus geschossen, die japanische Börse, Nikkei dort. Und auf solche Signale warten wir einfach auch in Europa. Wir haben ein Angebot gemacht für ein Null-Zoll-Abkommen, zumindest für Industriegüter, dass da irgendwas kommt. Aber auf der anderen Seite, die Fronten mit China sind sehr, sehr verhärtet. China sagt, wir kämpfen das bis zum Ende durch und notfalls reagieren wir auch wieder mit Gegenzöllen. Die gehen auf die ganz harte Schiene. Und von daher ist nach wie vor die Gefahr sehr, sehr groß, dass diese Eskalation wirklich außer Kontrolle gerät und es wirklich ein richtiger, großer Handelskrieg wird, der dann am Ende keine Gewinner kennt und schon gar nicht die Anleger. Dietmar, wie schätzt du das ein? Also welche Rolle spielt Deutschland im Moment? Wir haben eine ganz schwierige Situation. Wir haben einen geschäftsführenden Kanzler, der äußert sich überhaupt nicht mehr. Jetzt hat der geschäftsführende Finanzminister Cookies sich ja zumindest mal ein bisschen in eine Richtung geäußert, was es für den deutschen Export heißen könnte. Aber die Koalitionsgespräche, also Friedrich Merz, der kommt ja aus der Wirtschaft. Da muss doch eigentlich viel mehr kommen. Vor allem die Kleinstanleger, die müssen doch in irgendeiner Form beruhigt werden, oder? Gut, er hat ja ein bisschen was gesagt, so nach dem Motto, dass dieses Börsenbeben jetzt auch Anlass ist, schnell voranzukommen. Bei den Koalitionsgesprächen kann es natürlich auch nicht irgendwie rausgehen und sagen, was noch nicht ausverhandelt ist, dann kundtun. Und Scholz ist natürlich eine lame duck, also der sollte auch wirklich dann sich nicht äußern, weil er eigentlich nichts zu sagen hat. Wirtschaftsminister Habeck hat ja gestern auf europäischer Ebene zumindest mitgesprochen. Und das Gute ist ja, dass die Handelspolitik von der EU-Kommission geführt wird, dass es also keine nationalstaatliche Angelegenheit ist. Und da muss man einfach gucken, dass Europa mit einer Sprache spricht. Aber was die deutsche Politik beanlangt, da muss man natürlich sagen, die müssen jetzt wirklich ganz schnell zu Potte kommen. Und wir müssen unsere Hausaufgaben hierzulande machen. Mal abgesehen von der Handelspolitik und dem Konflikt mit Amerika müssen wir gucken, dass unsere Wirtschaft wieder flott gemacht wird und dass wirklich Reformen jetzt mal kommen, auf die wir so dringend warten. Nicht nur ein großes Schuldenpaket geschnürt wird und dann einfach weiter so gelebt wird, sondern dass man jetzt wirklich auch mal Einschnitte macht, Reformen, auch im Sozialbereich. Und die Wirtschaft auch hier von vielen Kosten entlastete Unternehmenssteuerreform muss kommen. Und wir müssen hier viel, viel wettbewerbsfähiger werden, vor allem bei den Kosten, Energiekosten, Arbeitskosten, Steuerkosten für die Unternehmen. Und dann können wir auch wieder aus eigener Stärke dann wachsen. Wir haben in Europa einen riesigen Wirtschaftsraum. Auch der muss vorangebracht werden. 450 Millionen gegen 350 Millionen Amerikaner. Wäre doch gelacht, wenn wir uns da in die Hose machen wegen Donald Trump.
Dietmar, für dich ist die Wirtschaft, ist die Börse dein tägliches Geschäft. Du guckst ganz intensiv raus. Aber es gibt viele Kleinanleger in Deutschland, die ja auch in den vergangenen Jahren immer mehr auf Börsen umgestiegen sind, auf ETFs umgestiegen sind, um auch vor allen Dingen ihre Rente da abzusichern. Also welchen Tipp hast du im Moment tatsächlich für diese Kleinanleger? Und ich rede jetzt nicht von den Tech-Milliardären, wenn Bezos 45 Milliarden verliert, das interessiert ihn alles nicht. Aber die Kleinanleger, um die geht es ja jetzt. Und die haben ein bisschen Panik. Also wie sollten sie sich am besten verhalten jetzt? Ich habe gestern gerade auch diesen Panikmontag gesagt, bitte keine Panik, weil Panik ist im Leben immer ein schlechter Ratgeber. Das kennen wir aus der Steinzeit, da kam der Säbelzahntiger und alle sind geflohen, weil den letzten haben sozusagen die Tiger gebissen. Das gelernte Verhalten sollten wir aber nicht umsetzen, sondern wir sollten wirklich kühlen Kopf bewahren, auch an so panischen Tagen wie gestern. Heute Gott sei Dank ja eine gewisse Erholung, aber wie gesagt auch immer noch unter der 20.000. Es kann schnell wieder umschlagen und man sollte einfach einen ETF-Sparplan idealerweise auf einen weltweiten Index. Ich bevorzuge den MSCI All Country World, weil da auch nicht nur die Industrieländer, sondern auch die Schwellenländer mit drin sind. Immer noch ein großer Anteil Amerika, kann man auch noch ein bisschen mehr diversifizieren. Aber das ist eine Basisanlage und in die sollte man eigentlich weiter ansparen, Monat für Monat. Wenn es dann auch mal runterrumst, dann kauft man ja für den gleichen Betrag zu günstigeren Kursen. Das ist der Vorteil eines Sparplans. Aber man sollte nicht dann sagen, oh, jetzt haue ich alles raus hier und versuche günstiger wieder einzusteigen. Weil man hat ja zum Beispiel an einem Tag wie gestern gesehen, also wer da morgens panisch verkauft hat, seine Rheinmetall-Aktie zum Beispiel für unter 1.000 Euro bei irgendwie 900. Schwerer Fehler. Ja, schwerer Fehler. Am Ende stand es wieder bei 1.200 Euro und dann hat er da 200 Euro, über 200 Euro quasi verpasst. Ja? Also zu meinen, man kann so einen Markt timen und dann raus und rein, das ist extrem schwierig. Das schaffen noch nicht mal die Profis in solchen Märkten, die, wie gesagt, von einem unberechenbaren Präsidenten abhängig sind. Also da kann ja, wie gesagt, keiner reinschauen. Und ansonsten gilt immer die Devise, man sollte einfach Aktien nur haben und nur in Aktien investieren, wenn man wirklich auch diesen längeren Horizont hat, idealerweise von 10 bis 15 Jahren. Und dann haben sich die Börsen in diesem Zeitraum auch immer wiederholt, auch nach schweren Crashs. Wir kennen das zuletzt aus dem Corona-Crash, wo es ganz schnell auch wieder nach oben gegangen ist. Und wenn es irgendwie Anzeichen für Handlungen gibt, tatsächliche Verhandlungen oder ein Pausieren der Zölle, was auch immer da kommen kann, oder selbst der oberste Gerichtshof. Es gibt ja Klagen von Unternehmern auch vor dem obersten Gericht gegen diese Zollpolitik Trumps, weil man sagt, das hat überhaupt keine rechtliche Grundlage, weil es ja ein Notfallgesetz ist und dafür ist die Ermächtigung nicht da. Vielleicht gibt es ja da ein entsprechendes Urteil, was dann auch wieder den Börsen helfen könnte. Also es gibt viele Sachen, auf die man hoffen kann, aber es kann auch immer noch mal weiter nach unten rumsen. Wie gesagt, unberechenbar.